Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, hier im Hintergrund sehen Sie da einen Saloon im 19. Jahrhundert, Wilder Westen. Sie wissen schon, hat seinen Grund, weshalb der da ist. Es geht heute um eine Hunderasse, die oftmals in solchen Lokalitäten zum Kämpfen verdonnert wurde. Es geht um den American People Terrier, eine Hunderasse, die mir ganz besonders am Herzen liegt, bei welcher ich einen ganz besonders effektiven Schutzschild aufbaue, wenn über diese Hunderasse in meinem Beisein diskutiert wird, weil er weltweit verkannt, verbannt und teilweise nur aufgrund seiner Existenz bestraft wird. Dieses Video setzt sich zusammen als Vorwort, in welchem ich mich gerade mittendrin befinde, aus der Geschichte dieses Hundes, dem Standard und einem Gesamtfazit, welches ich zum Schluss abgeben werde. Und ich möchte gleich vorneweg auch sagen, das ist mit Sicherheit eines der informativsten Videos bis jetzt auf meinem Kanal, ganz sicher, weshalb werde ich gleich sagen, aber auch eines der traurigsten. Schauen Sie, es gibt viele Hunderassen da draußen, für die ich mich sehr interessiere, doch über viele Hunderassen können Sie mich aufklären. Ich bin ein allgemein sehr interessierter Hundefan, das werden Sie schon mitbekommen haben, doch den American People Terrier habe ich nicht nur 14 Jahre lang besessen. Diese Hunderasse habe ich von A bis Z studiert, ich habe vor mehreren hundert Leuten über diesen Hund referiert und ich wage es zu behaupten, dass es weltweit nicht eine Person gibt, die mir über diesen Hund Neuigkeiten erzählen kann, mir irgendetwas sagen kann, was ich über diesen Hund nicht weiß. Ist so, ich kam mit allen Gesellschaftsschichten in Kontakt, die diese Hunde besaßen, ob das waren Leute aus dem Rotlicht oder hochbezahlte Manager. Ich lernte sie alle kennen und selbstverständlich auch ihre Hunde. Wie schon vorher von mir erwähnt, ich besaß selbst einen American People Terrier, ich blende den mal ein, das ist der Attila vom Rendezvousberg, 14 Jahre alt geworden. Ein American People Terrier mit all seinen Facetten. Zu Zeiten, als ich ihn bekam, Ende der 80er Jahre, war er so gut wie unbekannt in Österreich. Viele Leute verwechselten ihn mit Boxer-Mischling, doch nicht nur er wuchs mit der Zeit, sondern auch die ganzen Geschichten über diese Rasse. Diese Rasse begann zu boomen und kam oftmals in Hände, wo sie nicht hingehört. Wo das hingeführt hat, wissen wir heute. Und nochmal, für mich ist das eine Hunderasse, die in ihrer Entstehungsgeschichte durchs Höllenfeuer gegangen ist und sich auch teilweise heute noch da drin befindet. Schauen Sie, die Geschichte dieses Hundes ist gleichzeitig faszinierend wie auch extrem traurig. Aber fangen wir mal ganz von vorne an und ich verspreche Ihnen, Sie hier ganz tief ins Thema American People Terrier mitzunehmen. Bulldoggen. Ja, sind die Ihnen ein Begriff? Im 17., 18., 19. Jahrhundert waren die ganz beliebt beim Bullbaiting. Dieser Begriff kommt aus dem englischsprachigen Raum, ganz klar. Bullbaiting, was war das? Da wurden kleine, starke, kräftige, mutige Zehhunde mit kurzen Fängen dazu verdonnert, Bullen an der Nase zu packen und diese so lange zu halten, wie es möglich war. Wenn der Bulle diese Hunde abschüttelte, wegschmisse und die durch die Luft sausten, wurden die zumeist mit den Rücken ihrer Besitzer aufgefangen. Die Hunde, die das am längsten schafften, die gewannen und die Besitzer dieser Hunde konnten mit einem Batzen Geld nach Hause gehen. Doch das Bullbaiting alleine genügte diesen Leuten oftmals nicht. Die ließen diese Bulldoggen auch gegeneinander im Kampf antreten. Doch mit der Zeit wurde das langweilig, denn die Bulldoggen hatten die Vorliebe, sich beim Kampf ineinander zu verbeißen und dann nicht mehr viel zu tun. Das war diesen Menschen zu unspektakulär. Doch da gab es auch die Terrier. Die Terrier waren dafür bekannt, dass sie Feuer haben, Temperament, einen abwechslungsreichen Kampfstil vorweisen. Doch fehlte es den Terriern an der unbändigen Kraft, der Zähigkeit und dem Mut, der Gameness des Bulldoggen. So kamen die auf die Idee, Bulldoggen mit Terrier zu kreuzen. Das taten die dann auch. Und der Bullen Terrier erblickte das Licht der Welt.
Der Bull Terrier lieferte dann derartig spektakuläre Kämpfe, dass die Leute mehr oder weniger zufrieden waren, denn der vereinigte in sich sowohl den Mut, die Zähigkeit, die Kraft der Bulldoggen, wie auch das Temperament, das Feuer und den abwechslungsreichen Kampfstil der Terrier. Und so ging dieser Hund seinen Weg. Doch es blieb nicht nur bei Kampf Hund gegen Hund. Diese Hunde wurden eingesetzt in Kämpfen gegen Affen, gegen Esel, gegen Pferde, gegen Bären, wobei diese Hunde zu 99% ihr Leben verloren. Doch auch hier galt, der Hund, der am längsten gegen den Bären überlebt, der ist der Gewinner. Und der Besitzer dieses Hundes konnte sich über eine große Summe Geld freuen. Man weiß heute, und dieses Wissen bezog ich hauptsächlich aus Lektüren von Dr. Dieter Fleig, der speziell mit seinen 2 Bänden Kampfhunde 1 und Kampfhunde 2 für Furore sorgte weltweit unter Hundeliebhabern, die jetzt speziell auf diese Art Hunde abgesehen haben. Und über diese 2 Bände habe ich vor mehreren 100 Leuten schon referiert. Dr. Dieter Fleig war eine Koryphäe auf dem Gebiet und der dokumentiert in einem seiner 2 Bände von diesen Hunderassen über einen Fall, der tatsächlich stattgefunden hat. Da kam damals ein Besitzer eines Löwen mit diesem im Käfig auf einem so einer Jahrmärkte in England an und sofort schrie das Publikum dort auf, sie wollen die Hunde gegen den Löwen kämpfen sehen. Der ließ sich dazu überreden, die Hunde, 5 oder 6 an der Zahl, wurden in den Käfig reingeschickt und die ersten nach Sekunden von dem erwachsenen Löwenmännchen getötet. Doch einer überlebte das, der verbiss sich in den Unterkiefer des Löwen und ließ ihn nicht mehr aus. Der Löwe hielt ihn mit den Pranken fest und tötete auch den Hund nicht. Heute weiß man nicht, wieso das war. Man geht davon aus, der Löwe war erschöpft oder wollte einfach nicht mehr. Man befreite den Löwen dann vom Biss des Hundes, nahm den Hund da raus, der war dann der Superstar dieses Jahrmarktes und der Besitzer dieses schwer verletzten Bull Terriers konnte sich über eine große Summe Geld freuen, von der er und seine Familie mehrere Monate lang leben konnten. Doch wie wurden diese Hunde damals in dieser Zeit, in diesen eher ärmeren Vierteln behandelt? Es war immer so, dass die Hunde, solange sie Profit brachten, gut behandelt wurden. Aber wenn dieser Hund mal 6 oder 7 Kämpfe hatte und schon dermaßen gezeichnet war, nicht mehr kämpfen konnte, dann wurde er getötet. Oder er wurde freigelassen, was auch auf seinen Tod hinausgelaufen ist, denn dieser Hund war kampferprobt, hatte eine gewisse Einstellung und wenn da ein freilaufender Bull Terrier ums Überleben kämpfend auf einen anderen braven Haushund gestoßen ist, konnte es schon sein, dass er versuchte, diesen zu töten. Also wurden auch diese Hunde getötet. Auch wurden diese Hunde getötet, wenn sie nicht die verlangte Beißhemmung Menschen gegenüber vorgewiesen haben. Denn das war ganz wichtig bei diesen Hundekämpfen. Hier musste jederzeit ein Mensch, egal ob das der Besitzer war oder Sekundant, der sich in der Pit, in dieser Kampfgrube befand, dazu fähig sein, einen dieser Hunde aus dem Kampf zu nehmen, wenn es verlangt wurde. Und wenn dann einer dieser Leute gebissen wurde, dann war dieser Hund nicht für den Hundekampf geeignet. Somit konnte man auch kein Geld mehr mit diesem Hund verdienen und auch nicht mit ihm weiter züchten, weil er dann diese nicht vorhandene Beißhemmung weiter vererbt hätte. Also wurde auch dieser Hund zumeist erschlagen oder erschossen, auf jeden Fall getötet. Wie wurden diese Hunde verkauft? Oftmals kamen Besitzer von solchen Bull Terriern auf Jahrmärkten mit Wurfkisten, wo sich die Welpen drinnen befanden, an und wollten diese an den Mann bringen. Und man weiß auch aus einem Buch von Dr. Dieter Fleig von einem Fall, der sich folgendermaßen abgespielt hat. Da kam ein Herr mit einer weißen Bull Terrier Hündin und mit einem Wurf mit 8 Welpen an einem dieser Jahrmärkte an und bot die Welpen zum Verkauf an. Er preiste sie an als echte Bull Terrier, die in Zukunft viel Geld einbringen bei Hundekämpfen. Doch die Leute waren skeptisch, die wollten einen Beweis dafür haben. Als erster ließ er diese Hündin auf einen Bullen los und die verbiss sich sofort in der Nase des Bullen, hielt den sehr lange fest, doch das genügte den Leuten nicht. Sie verlangten noch einen Beweis. So packte dieser
Besitzer, Verzeihung, eine große Zange aus und zwickte dieser Hündin den linken Vorderlauf ab. Doch die attackierte den Bullen weiterhin. Die ließ den Griff nicht locker und attackierte mit fehlendem linken Vorderlauf den Bullen weiterhin. Die Leute hatten aber noch nicht genug. Also trennte ihr auch den zweiten Vorderlauf ab. Somit war da eine pulentere Hündin, die 2 abgetrennte Vorderläufe vorgewiesen hat. Doch die ließ nicht ab. Die blieb verbissen in den Bullen und das genügte dann den Leuten. Selbstverständlich wurde diese Hündin entweder getötet oder sie verblutete. Aber der Mann konnte seine Welpen verkaufen als echte Kampfhunde und konnte sehr lange Zeit davon leben. Das war gang und gäbe und kein Einzelfall damals auf diesen Jahrmärkten und hat sich sicher noch des Öfteren in ähnlicher Art und Weise wiederholt. Wir wissen auch, dass es heute so ist, dass wenn American Pitbull Terrier von Leuten gehalten werden, die sich selbst stolz als Dogfighter bezeichnen, wenn sie kein Geld mehr bringen, oftmals weggeräumt werden. Und vor kurzem wurde auch in Oberösterreich, in Österreich, ein sogenannter Dogfighter ertappt. Der wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und mehrere Dutzend in kleine Boxen eingesperrte American Pitbull Terrier, die zu Hundekämpfen verwendet wurden, wurden mehr oder weniger gerettet. Ich möchte, bevor ich hier in den Standard eintauche, ganz kurz einen Gruß an selbsternannte stolze Dogfighter aussenden. Liebe Leute, die sich in der Hundekampfszene befinden, vielleicht sehen Sie mir ja jetzt gerade zu. Schämen Sie sich in Grund und Boden? Seien Sie nicht stolz auf das, was Sie da tun mit Ihren Hunden. Sie sind deswegen kein Mann. Seien Sie manns genug selbst, um Geld zu kämpfen und verdonnen Sie nicht Ihren Hund dazu. Ich bin manns genug dazu. In knapp 40 Jahren Kampfsport hatte ich höchstwahrscheinlich schon mehr Zweikämpfe, als Sie Ihr ganzes Leben in der Nase gebohrt haben. Und ja, ich drücke Katz, gebrochene Nasen, gebrochene Kiefer, eingeschlagene Zähne, geplatzte Lippen, geprellte Rippen, gerissene Sehnen, gerissene Muskeln davon. Aber das macht nichts. Niemals wäre mir eingefallen, einen meiner Hunde für Geld in einen brutalen Kampf zu schicken. Und selbst wenn ich am Verhungern gewesen wäre, hätte ich eine Alternative gefunden. Also schämen Sie sich in Grund und Boden. Und ich sage Ihnen noch etwas. Ich würde mich persönlich sehr freuen, würde Sie in Zukunft das Karma schwer K.O. schlagen. Vielen Dank für Ihr Zusehen. Und jetzt zurück zu meinen lieben Zusehern. Ich möchte kurz mal zum Standard des American Pitbull Terrier einiges sagen. Wir wissen ja, dass als diese Leute aus Großbritannien in Richtung USA ausgewandert sind, also das geschah ja natürlich schon weit früher, doch als dieser Bull-Terrier entstanden ist, war dieser Boom des Auswanderns in Richtung USA ja noch nicht abgerissen. Und diese Leute nahmen diese Bull-Terrier natürlich mit in die Staaten. Die wurden dann dort noch mehr perfektioniert, möchte ich mal sagen. Denn während sich aus diesem Bull-Terrier in England 2 eigene Schläge entwickelten, nämlich der weiße, der Standard Bull Terrier von James Hinks und der Staffordshire Bull Terrier, entwickelten sich in den Staaten eine etwas andere Form dieses Bull Terriers. Später dann trennten sich da 2 voneinander, nämlich der American Pitbull Terrier und der American Staffordshire Terrier, doch dazu später. Dieser Saloon da hinter mir, ich weiß nicht, ob ich das schon vorher gesagt habe, aber das waren eben so Brutstätten für so Verträge, die entweder per Handschlag oder per Unterschrift besiegelt wurden, wo es darum ging, welcher Hund gegen welchen Hund kämpft. Ging es um sehr viel Geld. Auch da war es so wie im alten England. Wenn der Hund keinen Profit mehr brachte, wurde er nicht weiter ernährt, dafür war kein Geld mehr da, er wurde zumeist getötet oder ausgesetzt. Sieh zu, wie du über die Runden kommst. So war das. Ja, das ging so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwann mal wurde der Hundekampf offiziell verboten, was er bis heute in den meisten, sage ich mal, kultivierten Ländern auch ist. Es gibt im Osten heute noch Staaten, Länder, wo das offiziell nicht so ist, wo der Hundekampf zum Kulturgut gehört.
Hier werden oftmals Herdenschutzhunderassen, kommen hier oftmals zum Einsatz. Aber ich sage mal, und ich sage absichtlich in kultivierteren Zivilisationsgegenden ist der Hundekampf offiziell verboten, findet nach wie vor, aber in illegaler Art und Weise statt. Auch jetzt, gerade wo wir miteinander sprechen, werden Hunde für Hundekämpfe trainiert, vorbereitet oder sind gerade im Einsatz. Das weiß ich, dass das so ist. Doch irgendwann wurde der offiziell verboten und es kristallisierten sich Leute hervor, gründeten einen Verband, den AKC, American Kennel Club, die den American Pitbull Terrier jetzt in einer anderen Art und Weise behandelten, möchte ich so mal sagen. Dieser Hund hatte ja verschiedene Namen. Das war American Bull Terrier, das war Yankee Terrier und so weiter und so fort. Wie gesagt, da spalteten sich dann Lager. Manche Leute sagten nein, verböhnten den Hundekampf auch offiziell enorm und unternahmen alles, dass das nicht mehr stattfindet. Entwickelten ihre eigene Version dieses Bullen Terriers. Daraus entstand der American Staffordshire Terrier, bei welchem das Hauptaugenmerk auf Standard, auf Optik, auf die Schönheit des Hundes gelegt wurde. Der American Staffordshire Terrier ist ein Hund, der diese Gameness, wie sie diese Bullen Terrier nicht mehr vorgewiesen haben, nicht mehr vorweisen musste. Sie wissen schon, dieses Ich gebe nicht auf, ich bin Dead Game, gebe nicht auf, selbst wenn es beim Kampf bis zum Tod geht, selbst wenn ich seit einer Stunde schon durchgekaut werde wie ein Kaugummi, ich kämpfe dennoch weiter. Das wurde alles vernachlässigt bei der Entwicklung dieses Typs des Bullen Terriers. Und so entwickelte sich der American Staffordshire Terrier, der heutzutage einiges anders schon aussieht, optisch und auch charakterlich anders funktioniert als der echte American Pitbull Terrier. Während der andere Verband, der UKC, der United Kennel Club, diesen Schlag des Bullen Terriers weiter forcierte, der diese Gameness vorwies, also diese ich gehe so lange es geht, also selbst wenn es bis zum Tod geht, ich gebe nicht auf, Dead Game, der diesen Bullen Terrier noch eher in Gewichtstabellen hielt, die auch für die Pit, für die Kampfgrube tauglich sind, nämlich bis maximal 22, 23, 24 Kilo, wo man schon von Bullen Terriern sprach, wenn sie schwerer als 25 Kilo waren, dass das schon nur mehr Catchdogs sind, also Hunde, die für die Saujagd geeignet sind und nicht mehr für die Pit, für die Kampfgrube, weil sie schon zu schwer wären, um über 40, 45 Minuten lang einen Kampf durchzustehen. Also die konzentrierten sich eher noch auf diese ursprünglichen kampftauglichen Bullen Terrier Typen. Die forcierten diesen Typ, der United Kennel Club, setzen sich dann auch mit ihrem Namen durch American Pitbull Terrier, wobei sie diese Kampfgrube in den Vordergrund hoben, damit Leute halt merken, ja, die stehen dann noch auf diesen alten Typ. Das ist noch dieser Hund, der für diese ursprüngliche Aufgabe tauglich war, während der American Kennel Club sich mit dem Namen American Staffordshire Terrier durchsetzte. So gingen diese beiden Hunderassen auseinander. Ich möchte hier jetzt vielleicht einige Bilder eines typischen American Pitbull Terriers einblenden, die lasse ich jetzt da permanent neben mir durchlaufen. Das mache ich deswegen, denn sehen Sie sich oder brennen Sie sich die Bilder dieser American Pitbull Terrier ein, die ich hier kurz mal zeige. Ich habe hier absichtlich ganz typische Vertreter von American Pitbull Terrier, austrainierten, sehnigen American Pitbull Terriers gebracht, die maximal 22, 23, 24 Kilo schwer sind. Das mache ich deswegen, weil viele Leute heute sagen, eigentlich ist ja der American Pitbull Terrier und der American Staffordshire Terrier ein und dieselbe Hunderasse. Ja, sie haben denselben Ursprung, doch heute, aktuell, so wie sie heute dastehen, sind ein echter American Staffordshire Terrier und ein echter American Pitbull Terrier zweierlei Hunderassen. Das sind Brüder, gar keine Frage, dennoch unterscheiden sie sich doch recht stark. Wie gesagt, brennen Sie sich diese Bilder kurz ein, denn ich werde gleich danach dann zwei Beispiele eines American Staffordshire Terriers bringen und die werden Ihnen dann im Vergleich zum American Pitbull Terrier direkt im Gesicht explodieren. Also hier werden Sie dann gleich sehen, also gleich den Unterschied erkennen können, meiner Meinung nach. Ja, also beim Standard sprechen wir heute beim American Pitbull Terrier von Hunden, die an die 50 cm Schulterhöhe erreichen.
Echte American People Terrier werden normal nicht schwerer als 25 Kilo. Meiner, der hatte 27 Kilo, war eigentlich schon recht schwer. Sind kurzhaarige Hunde in so gut wie allen Farbvariationen, haben normal ein Hängeohr oder ein Rosenohr, lange Rute, mittelgroße Hunde, überleistungsfähig. Ich möchte Ihnen jetzt kurz mal, Sie haben jetzt die American People Terrier gesehen und jetzt Ihnen zwei American Staffordshire Terrier ein. Also, Ihnen ist mit Sicherheit jetzt der Unterschied ganz stark aufgefallen, würde ich mal sagen. Ja. Das ist der Unterschied. Kommt natürlich auch der wesensmäßige Unterschied auch dazu. Zurück zum Standard American People Terrier, ein Hund, der leistungstechnisch am Ende der Nahrungskette steht. Mit 10 anderen Hunden, sage ich mal. Aber der steht leistungstechnisch am Ende der Nahrungskette. Die Anatomie ist recht schnell erklärt bei diesem Hund. Ein kleines, schlank, überaus muskulöses Leistungspaket, welches teilweise sehr starke Triebigkeit aufweist, unheimliche Power. American People Terrier sind Meister, wenn es um die Leistung geht. Das sind nicht nur Hunde, die springen wie Katzen, das sind Hunde, die ziehen Gewichter, wo kein Schlittenhund mithalten kann. Das sind Hunde, die sind schnell, teilweise wie Windhunde. Die haben die Power eines Mastiffs. Also American People Terrier sind Ausnahmeathleten. Die nehmen eine Ausnahme unter den Superathleten, unter den Hunderassen ein. Ist so. Ich würde mich zu behaupten wagen, dass niemand im Allgemeinen einen American People Terrier im Thema Leistung schlagen kann. Niemand. Selbst Malinois oder andere Hochleistungssportler gehen hier san- und klanglos unter. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn es um den American People Terrier geht. Ich möchte mal kurz das Wesen ansprechen. Ja, American People Terrier können extrem unangenehm werden, wenn sie auf gleichgeschlechtliche Hunde treffen. Das ist eine Sache, die man nicht wegerzählen kann. Oftmals heißt es bei Besitzern von diesen Hunden, nein, mein Hund tut keiner Fliege was zuleide. Ich traf oftmals American People Terrier, die andere Rüden zum Spiel auffordern. Stimmt, das ist eine individuelle Geschichte. Doch generell, im Cross gesehen, hat man sehr schnell sehr krasse Probleme beim Zusammentreffen mit gleichgeschlechtlichen Hunden, wenn man im Besitz ist eines American People Terriers. Das muss jetzt nicht bei Ihnen so sein. Ich sagte, man kann sehr schnell, speziell mit diesem Hund, extreme Probleme bekommen. Wenn dieser Hund gewisse Situationen erlebt hat. Denn oftmals ist es so, dass viele Hunde, die ein schlechtes Erlebnis mit anderen Hunden hatten, dabei gebissen werden, dann eine Furcht mehr oder weniger entwickeln vor Begegnungen mit gleichgeschlechtlichen anderen Hunderassen oder mit Hunderassen eines gewissen Typs. Doch immer ist es so, dass wenn ein American People Terrier einen Beißunfall erlebt, in welchem er zuerst attackiert wurde und vorher noch niemals eine Beißerei hatte, ist es immer so, das garantiere ich Ihnen, dass der American People Terrier dann keine Furcht vor dem Kampf entwickelt, sondern Leidenschaft für den Kampf entwickelt. Und selbst wenn Sie mir jetzt 1000-mal widersprechen, ich widerspreche Ihnen 1001-mal, ich weiß, dass das so ist. Ich kannte unzählige American People Terrier. Ich kannte keinen American People Terrier, der, weil er einmal gebissen wurde, eine Furcht vor einem Kampf entwickelte. Diese Hunde entwickeln dann eine Leidenschaft dafür. Und ich kenne keine Hunderasse auf der ganzen Welt, die leidenschaftlicher kämpft als ein American People Terrier. Ich kenne keine Hunderasse auf der Welt, die bei einem Kampf Hund gegen Hund gnadenloser agiert als ein American Pitbull Terrier. Ja, und das sind Gründe, weshalb diese Hunderasse besonders behandelt gehört. Allerdings ist zwischen besonderer Behandlung und tatsächlicher Behandlung, wie sie aktuell stattfindet, weltweit ein riesengroßer Unterschied. Denn, wie wir wissen, fällt der American Pitbull Terrier so gut wie überall auf die Rassehundeliste. In Österreich gibt es viele Bundesländer, wo man als Besitzer dieser Hunderasse dazu verdonnert wird, dass wenn man sein Privateigentum verlässt,
diesen Hund Leine und Maulkorb anlegen muss. Wissen Sie, wie viele American People Terrier ich schon gesehen habe, die mit eng anliegendem Maulkorb bei 35 Grad plus bei jeder Spaziergangrunde um ihr Leben kämpfen? Also wenn ich meinen Hund hernehme und mit ihm bei 35, 36 Grad spazieren gehe und der sein Maul, um sich zu kühlen, aufreißt wie ein Krokodil, das in der Sonne liegt, und mir dann Hunde ansehe, die mit eng anliegendem Maulkorb ihren Fang vielleicht einige Zentimeter öffnen können und nach 5 Minuten Spaziergangrunde völlig fertig und halbtot überhitzt zu Hause wieder ankommen, ja, dann möchte ich hier nicht von, sage ich mal, vernünftigen Maßnahmen sprechen, die eine artgerechte Hundehaltung ermöglichen. Wir haben 2024, unsere Politiker sind alles hochbezahlte Menschen. Es muss doch hier möglich sein, dass sich der eine oder andere hochbezahlte Politiker findet, der hier Möglichkeiten entwickelt, dass man diesen Hund unter bestimmten Voraussetzungen, aber unter artgerechten Voraussetzungen halten kann. Und selbst wenn es so ist, dass zukünftige Interessenten dieser Hunderasse von A bis Z durchleuchtet werden und meinetwegen ein Jahr Theorieschule oder irgendetwas besuchen müssen. Wenn ich diesen Hund möchte, muss ich mir bewusst sein, dass das ein ganz besonderer Hund ist. Ja, ist er. Ist er. Ein Hund, der enorm schnell von der Klippe fallen kann. In eine Sphäre, die ihn als unhaltbar erweist, wenn ich das so sagen kann. Und viele Leute, die keine Hundeerfahrung haben, die ein falsches Bild von diesem Hund haben und ihm aufgrund dieses Bildes aber sich besorgen, die fallen dann zusammen mit diesem Hund diese Klippe hinunter. Doch das kann man verhindern, aber nicht auf die Art und Weise, wie es heute durchgeführt wird. Dieser Hund wird aufgrund seiner Existenz weltweit überall durchgeprügelt. Als Monster, ein verkannter Hund, der oftmals verbannt wird. Wenn Sie als Besitzer eines American Pitbull Terriers, obwohl Sie ein Hundeexperte sind, der diesen Hund richtig artgerecht führt, und Sie einen Hund an der Leine haben, der alles andere als ein Monster ist. Und wie kommen Sie dazu, dass Sie jedes Mal von so gut wie allen Leuten, die in Ihrer Umgebung wohnen, deswegen angefeindet werden, weil Sie solch einen tollen Hund an der Leine haben? Ich sage Ihnen, wieso das so ist. Natürlich ist das deswegen so, weil viele Leute in diesem Hund ein Statussymbol sehen. Viele Leute glauben, der American Pitbull Terrier, wenn ich den habe, bin ich eine unbesiegbare Person. Wenn ich mit dem fortgehe, werde ich von den Leuten gefürchtet oder respektiert oder weiß ich nicht was. Haben gleichzeitig absolut keine Ahnung von Hundeerziehung etc. Das Ganze gibt ein Bild, dass die Politik klarerweise irgendwann mal reagiert und dann in einer Art und Weise reagiert, wie wir es gewohnt sind, nämlich schnell, die sich den leichtesten Weg sucht und ja, und dann Gesetze verabschiedet, die für Leute, die sich mit dem Thema auskennen oder in die Materie einleben, ja, teilweise nicht zu verstehen sind. Der ist so, ja. Also schauen Sie, der Hund war nicht nur einer der ärmsten Hunderassen der Welt in seiner Entstehung, ist er auch heute noch. Denn schauen Sie, wie die Tierheime mit diesen Hunden übergehen. Also egal, wo sie hinkommen, die Insassen dieser Tiergefängnisse bestehen zu 90% aus Hunden, die mit American Pitbull Terrier oder American Staffordshire Terrier, mit Bull Terrier Rassen zu tun haben. Ist so. Da hat uns das hingeführt. Das muss alles nicht sein. Diese Hunde wurden nicht nur zerfetzt im Laufe ihrer Erstehung durch Raubtierzähne, ob das waren Zähne von Artgenossen oder Zähne von anderen Raubtieren. Diese Hunde wurden nicht nur zu Tode geprügelt, erschossen, sonst irgendwas umgebracht, wenn sie keinen Profit mehr eingefahren haben. Diese Hunde werden auch heute noch eingesperrt, aufgenommen von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung nicht haben, kommen dann mit diesen Hunden nicht oder mit den Auflagen nicht zurecht, kommen ins Tierheim, werden auch heute noch weggesperrt, als wären sie Schwerverbrecher. Wenn sie gut gehalten unterwegs sind, werden sie angefeindet von Leuten, weil sie Vertreter dieser Rasse sind und so weiter und so fort. Das ist eine Hunderasse, die meiner Meinung nach bemitleidenswert ist und nicht ein Hund, der von den Leuten gefürchtet werden sollte oder gehasst werden sollte. Es wäre viel besser, die Anzahl von American Pitbull Terriers würde extrem schrumpfen. Dafür sollte die Anzahl der Leute, welche diese Hunde hat,
und wirklich ein Händchen dafür hat und dafür in Frage kommt, den perfekten Halter für so eine Hunderasse darstellt, wie soll ich sagen, wachsen. Ja? Ist ja viel besser, wenn es nur mehr 10.000 American Pitbull Terrier auf der Welt gibt, die aber anständig gehalten werden, bei denen man die optimalen Charaktervorzüge herauskitzelt, um nach irgendeiner Zeit sagen zu können, ja, das ist ein Hund, der benötigt ganz besondere Auflagen. Hier musst du viel investieren, um ihn halten zu können. Doch wenn du das tust und diesen Hund hast, dann gehörst du zu dieser Elite, die solch einen Elitehund hat. Ja? Also somit würde sich das Thema, dieser Hund wächst wieder aus der Erde wie Gänseblümchen und vermehrt sich. Ja, und dann kommt wieder das eine zum anderen und alles fängt wieder von vorne an. Das würde sich somit erledigen. Also ich würde in diese Richtung arbeiten. Denn diesen Hund völlig zu verbieten oder ständig anzufeinden, ihn medial zu ermorden und so weiter und so fort, das ist meiner Meinung nach an diesem Hund ein Verbrechen. Der American Pitbull, der per se kann nichts dafür. Der kann nichts dafür. Ja, das ist ein Hund, der enorme Power hat, der dazu neigt, in eine Richtung abzudriften, wie sie nicht gesellschaftsfähig ist. Doch da gehören immer zwei dazu. Denn sehen Sie sich mal diesen Hund an. Ich lasse das jetzt bis ans Ende des Videos eingeblendet. Sehen Sie diesen Hund in die Augen. Das ist ein guter Hund. Der American Pitbull Terrier gilt als einer der kinderliebsten Hunde auf der ganzen Welt. Es gibt keine Hunderasse, die in der Familie verschmuster, lieber und sanfter ist als ein American Pitbull Terrier. Kein Pudel, kein Yorkshire Terrier, kein Malteser kann das so gut wie ein American Pitbull Terrier. Glauben Sie mir das. Das ist ein toller Hund. Und gäbe es Auflagen, die dafür sorgen, dass nur ganz besondere Leute diesen ganz besonderen Hund halten dürften, dann wäre ich sofort dafür. Ich sage Ihnen das. Ob ich da hineinfallen würde oder nicht, um das geht's gar nicht. Ich würde es diesem Hund wünschen, damit er nicht ganz von der Bildfläche verschwindet und damit es endlich damit aufhört, diesen Hund derartig zu verteufeln, wie er verteufelt wird schon seit so langer Zeit. Das hat dieser Hund mit Sicherheit nicht verdient. Das ist eine arme, geprügelte Seele, glauben Sie mir das, und wird von so vielen Leuten angefeindet. Die Gemeinschaft von Leuten, die diesen Hund richtig halten, die diesen Hund liebevoll halten und die einen echt tollen, gesellschaftsfähigen American Pitbull Terrier auf die Welt loslassen, die ist schon so untereinander eingeschworen. Ja? Die sind schon so komprimiert, weil sie ständig angefeindet werden von überall. Ja? Ich kann die gut verstehen und das ist der Grund, weshalb ich so einen effektiven Schutzschirm oftmals aufbaue, wenn es um diesen Hund geht, in Diskussionen, in welchen ich dabei bin. Also da kommen Sie, oder die wenigsten, oder bis jetzt hat diesen Schutzschirm noch niemand durchdringen können. Ich habe immer ein Gegenargument, wenn es ein Argument gibt. Bei vielen Hunden können Sie mich schlagen. Beim American Pitbull Terrier schlagen Sie mich nicht. Das garantiere ich Ihnen. Ja. Mein Fazit zu diesem Hund. Die polarisierendste Hunderasse schlechthin. Die leistungsfähigste Hunderasse, vielleicht die leistungsfähigste Hunderasse der Welt. Einer der besten Familienhunde auf der ganzen Welt. Der beste Familienhund mit anderen Bullterrierartigen Hunderassen auf der ganzen Welt. Kein wirklich guter Wach- und Schutzhund. Ein echter American Pitbull Terrier hat ausgeprägte Beisheimung Menschen gegenüber, ist nicht immer zwingend da, aber viel öfter vorhanden als bei Hunden, welche Sie als super Schnucki Süßerchen bezeichnen würden. Glauben Sie mir das? Ein Hund für Kenner, ein Hund, der in die Hände von Hundekennern gehört. Ein Hund für absolute Hundekenner. Kein Anfängerhund, kein Hund für Leute, die meinen, ich habe jetzt schon viele Bücher über Hunde gelesen, ich will einen American Pitbull Terrier haben, mir gefällt seine Geschichte. Nein. Nehmen Sie sich einen American Pitbull Terrier dann, wenn Sie wirklich Ahnung von Hunden haben, wenn Sie Ahnung haben von Sozialisieren, wenn Sie Ahnung haben von allem.
dann können Sie sich einen American Pitbull Terrier nehmen, wenn Sie ein körperlich gesunder Mensch sind, mit guten Reflexen, geistig, körperlich gesund sind, wenn Sie ein sportlicher Mensch sind. Wenn Sie es dürfen, von Ihrem Gesetz her, dann können Sie sich einen American Pitbull Terrier nehmen. Erziehen Sie diesen Hund gut, drehen Sie nicht an der Schraube, Sie wissen schon an welcher Schraube, denn die ist dann nicht mehr zurückzudrehen. Steigen Sie da immer auf die Bremse, loben Sie ihn überschwänglich, wenn er etwas Gutes tut, geben Sie ihm klar zu verstehen, wenn er etwas tut, das ihn in Gefahr bringt, abzudriften. Ansonsten gehen Sie ganz normal mit diesem Hund um. Halten Sie ihn von feindlichen, fremden Hunden noch intensiver fern, als Sie andere Hunde fernhalten würden. Lassen Sie ihn nicht annähernd die Luft schnuppern des Kampfes. Diese Luft schnuppert er dann höchstwahrscheinlich am liebsten. Versuchen Sie das so gut als möglich zu vermeiden. Ist es dennoch so, da müssen Sie ganz besonders aufpassen. Ich genoss diese 14 Jahre, als ich meinen American Pitbull Terrier besessen habe. Werde ich nie vergessen, war einer der tollsten Hunde, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Nicht nur besessen habe, sondern auch kennengelernt habe, der Attila. Werde ich nie vergessen. Gehört für mich, oder ist vielleicht für mich die tollste Hunderasse auf der ganzen Welt. Sie wissen, ich bin ein Molosser-Fan, hauptsächlich keine Corso, aber das heißt dennoch nicht, dass ich nicht eine andere Hunderasse noch toller finden könnte. Für mich ist der American Pitbull Terrier vielleicht die tollste Hunderasse auf der ganzen Welt. Ich verteidige ihn gegen alle Anfeindungen. Klarerweise gibt es Vertreter seiner Rasse, die charakterlich nicht mehr zu bändigen sind, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen, weil sie in einer Art und Weise erzogen wurden, dass man diesen Hund einfach nicht mehr zurückdrehen kann. Doch nochmal, sehen Sie sich diesen Hund an, sehen Sie diesen Hund in die Augen, das ist kein böser Hund, das ist eine herzliche, verschmuste Leistungsmonsterkanone. Ja, das war mein Video über den American Pitbull Terrier. Eines, das mir ganz, ganz besonders am Herzen gelegen ist. Weshalb habe ich Ihnen schon gesagt, liebe Zuseher. Ja, ich habe mich etwas heiser geredet, bin etwas abgedriftet, emotional, aber das geht nicht anders bei diesem Hund. Ich habe schon so viel Blödsinn, so viel Bullshit über diesen Hund gehört. Ja, das war mir ein großes Anliegen. Und jetzt möchte ich mich noch ganz besonders für Ihr Zusehen bedanken. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Natürlich freue ich mich darüber, wenn Sie mir auch weiterhin zusehen. Ich werde auch versuchen, in meinen nächsten Videos etwas sachlicher zu bleiben, nicht so emotional zu werden. Somit sei eigentlich alles gesagt. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.